Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Heuers Pitstop. Wie immer geht es an den Golf 4. Querlenker tauschen. Ich hoffe mal, dass das alles easy geht, weil ist ja alles schon tausendfach auseinander gewesen. Die einzigen zwei, die mir wirklich einen Strich durch die Rechnung machen könnten, das ist der Bolzen, der nach oben in die Achse reingeht und einmal um den Bolzen, der von der Seite kommt. Und mit Pech könnte da Rost von innen drin sein. Es könnte sein, dass sie schwer rausgeht und so macht man das innere Gewinde der Achse kaputt. Und dann ist echt Ärger, ne? Und ja, wo man rankommt mit Rostlöser und einer Drahtbürste, so gut es geht, das Gewinde sauber machen, dann hat man Glück, dass man das nicht kaputt macht. So. Und ganz wichtig ist halt, dass man diese Schraube hier, die dreht man wirklich nur handfest rein, sodass das nicht weiter nach unten kann, aber nicht richtig fest, sodass ich das hier noch ein bisschen verdrehen kann, ne? Das ist ein leichter Drall wahrscheinlich durch das Kippen. Und hier reicht es, wenn man die Schraube reindreht und dann so 3, 4 Gewindegänge macht, damit das auch noch locker ist. Und dann hebt man das, entweder merkt man sich vorher, wie weit das drin war und festgeschraubt, als der Wagen am Boden stand. Oder man macht es dann halt so, dass man einen Wagenheber drunter macht, während das Rad abgebaut ist noch und hebt es dann so hoch und schraubt es dann fest. Das machen einige, aber ich mache es immer so, dass ich da wirklich drunter krieche und das dann unterm Auto festziehe. Ne? Wenn der Wagen wirklich auf dem Boden steht und man schon so ein paar Mal in die Feder reingedrückt hat, so dass das wirklich so ist, wie es auf der Straße steht. Ne? Und dann schraubt man die fest, die auch, mit Drehmoment natürlich, zeige ich euch das Drehmoment. Und ja, die so oder so, die ist ja ganz klar, ne? Super. So, da ich das hier alles schon das 3. Mal auseinanderbaue, habe ich mir gesagt, ich mache einfach ein Tutorial draus. Ich weiß, was ich brauche und ja, das kann ich an euch weitergeben. Ich habe das Golf 4 Werkstattbuch. Ihr könnt euch aber auch verlassen, ich sage euch die richtigen Drehmomente. Ne? Erstmal einen Wagenheber, einen Bock. Mache ich das so, ich hebe das an und stütze das dann mit dem Bock ab und entlaste den Wagenheber und werde dann aber trotzdem beides dran lassen. Das mache ich immer so. Dann habt ihr einen Drehmomentschlüssel, eine große lange Knarre. Also ich habe eine mit sehr langem Hebel und die kann man sogar noch ein bisschen länger machen. Normale Knarre geht auch, aber es könnte sein, dass die gar nicht richtig abgeht. So ein Schlagschrauber hat man ja auch nicht immer mit Druckluft und ja, die elektronischen, die passen da nicht drunter. Ne? Also schön mit langem Hebel, aber aufpassen, dass die große Schraube nicht abreißt. Ne? Ich habe hier noch einen kleinen Nusskasten, ne? Deswegen, ich habe jetzt schon mal die 18er Nuss rausgeholt, weil das ist die wir für die Schrauben unten brauchen. Ich habe mir einen Querlenker geholt mit schon befestigtem Traggelenk. 24 Euro, glaube ich, war das, plus Versand 6 Euro. Ich habe gleich noch einen zweiten bestellt für die andere Seite. Muss ich zwar jetzt noch nicht machen, aber werde ich dann machen, wenn ich das nächste Mal das Fahrwerk umbaue, weil ich will ja erstmal nur TÜV haben, ne? Und da sollen ja noch Federn oder ein ganzes Fahrwerk rein. Mal gucken, wie das geht so. Stimmt, nächstes Jahr, ne? Auf jeden Fall Wagenheber, Bock, Drehmomentschlüssel, 18er Nuss, Hebelknarre und normale Knarre und Radbolzenschlüssel. Wagenheber ansetzen. Hier ist der Pfeil sozusagen, die Einbuchtung. Und dann geht man ein bisschen weiter nach links, ein bisschen weiter nach rechts, je nachdem, wo man den Bock hinstellen will. Ne? Also ich mache das so. Zack, zack. Ansetzen. So. Ein bisschen nach links. Jo, so ist gut. Zack. Jetzt habe ich den angesetzt. Dann kommen als erstes die Radbolzen. Na. Boah, ich habe die schon festgezogen. Einmal lösen und wieder ran. Ja, und das im Kreuz. Zack. Einmal lösen und wieder ran. Und sowas macht ihr dann mit allen 5 Bolzen, ne, dass die schon mal gelöst sind. Und dann könnt ihr weiter hochheben. So, Räder sind gelöst. Ich stelle den Bock immer so hin, dass dieser Hebel hier, dass der nach innen zeigt, damit man da nicht irgendwie hängen bleibt oder so. Und zack, dann habe ich hier so eine Gummimatte, die packe ich damit drauf. Zack, und dann wird angehoben. Na, so, jetzt hebt er sich an.
So, Gummi rein. Und dann lasse ich es wieder ein bisschen runter. Ne, der kann noch. So, jetzt ist er voll auf dem Bock und voll auf dem Wagenheber. Ne? Das ist beides in Spannung hier. So. Natürlich ist die Kante jetzt blöd, also ein anderer Wagenheber ist natürlich viel besser. Ich habe da mal ein Stück Pappe drüber gesteckt, aber mittlerweile weiß ich schon, dass das blöde Ding da ist. Ich habe mich da 100 Mal dran gestoßen. Aber so ist es halt eben noch sicherer. Ne? So. Da müsst ihr Rostlöser ranmachen und dann mit der Drahtbürste ein bisschen das Gewinde sauber machen. Dann kommt das auch besser da durch. Ne? Sonst macht ihr euch alles kaputt. Da dieses Gewinde einmal schön ansprühen, sauber machen und dann geht's weiter. So. Ich muss echt sagen, dieses Riesenteil, ne? Also das ist echt, das kann man richtig gut gebrauchen bei solchen Schrauben. Das ist meist richtig festgezogen. Ich muss mal gucken, wie viel Newtonmeter. Dann ist so ein Hebel echt super. Hier hinter, in der letzten Ecke, ne? Da ist die Mutter. Von innen kann man da gut ran. Hier unten mal drin rumkriechen, ne? Liebe Autoschrauben. Wenn die Schraube sich so leicht dreht, dass ihr vor und zurück macht, ohne dass es knackt, also sie sozusagen wieder zurückdreht, dann drückt von unten einmal kräftig gegen, ne? Und dann geht das auf jeden Fall. Wenn der runterfällt, ist die Mutter ab. Super, cool. Das ging ja noch, die sieht auch noch gut aus. Minutes later. So, jetzt habe ich den Querlenker hier unten gelöst, hier gelöst und an der dritten Stelle gelöst. Wir haben hier vom Traggelenk die Mutter gelöst. Ja, die geht auch nicht ab, weil die Antriebswelle da im Weg ist. Das geht erst ganz ab, wenn das ein bisschen runtergedrückt wurde. Ne? Dann kann man die oben abdrehen. Ja, wir haben die hier rausgeschraubt und die hier rausgeschraubt. Und jetzt kann man, wenn das unten raus ist, kann man das Ding schräg hier rausziehen und dann kann man es hierhin da rausziehen. Ne? Natürlich mussten wir auch noch hier die Koppelstange lösen. Das war bei mir natürlich nicht der Fall, weil bei mir das kaputt war. Ne? Und wenn ihr das alles wieder zusammenbaut, beachtet die Newtonmeterzahlen. 45 Newtonmeter selbstsichernd immer ersetzen. Ne? Dann habt ihr hier die 14, 15 Newtonmeter und 90 Grad grundsätzlich ersetzen. Dann habt ihr die 20. Ja, 70 Newtonmeter, 90 Grad weiterdrehen, ne? Auch grundsätzlich ersetzen. Hier ist die Größe M12 mal 1,5 mal 82. Ne? Und dann habt ihr die nochmal hier, die Nummer 7. Die ist dann hier 70 Newtonmeter, 90 Grad weiterdrehen. Größe M12 mal 1,5 mal 70. Auch grundsätzlich ersetzen. Ne? So habt ihr die Newtonmeterzahlen. Jetzt brauche ich einen Bock und stelle den hier drunter, denn das Ganze kann sich dann darauf abstützen. Dann braucht man nicht alles auseinanderbauen. So kann man einfach unten dann den Querlenker rausnehmen. Ja, hier an der Stelle einfach rausziehen und den neuen reinstecken und dann geht's los. Ganz easy peasy, ne? Also bloß nicht zu viel auseinanderbauen. 2 seconds later. So, jetzt habe ich hier mit einem Bock abgestützt. Das ist ganz cool, der hat hier genau die Rundung. Ich habe jetzt den Bolzen gelöst, den Bolzen gelöst. Und hier habe ich ihn auch endlich frei. Ne, da muss ich noch die Mutter abdrehen. Dann könnte man den Querlenker einfach so rausnehmen. So. Brauchen kann man die trotzdem noch. Noch ein Schlag drin. So, jetzt haben wir es. So, muss man ein bisschen raushebeln.
wir den Querlenker raus. Hier ist alles sicher abgestellt. Ne, da hinten die Antriebswelle ist so oder so. Die stützt das hier so oder so ein bisschen, weil die da auf der Achse drauf liegt. Ne, unten, da ist ja das Ende von der Achse und ja, die Antriebswelle hat halt einen hohen Hebel. Ne? Jetzt schlage ich vor, sowas komplett zu reinigen hier. Guck mal, da ist ein Blatt drin, Alter. Das hier komplett zu reinigen. Ja, neue Schrauben, neue Muttern. Und dann kann der Querlenker auch schon wieder rein. Ne? Ja, ich habe das von Artec neu gekauft, da ist gleich ein Traggelenk mit bei. Ja, so, jetzt zeige ich euch mal den Schaden. Hier könnt ihr das sehen. Da ist das Gewinde hin. Könnte man jetzt neu machen, aber Schwachsinn, ey. 24 Euro. Und hier sieht man auch schon, der Lagerbolzen ist auch schon total aufgerieben. Ja, das ist der noch nicht neu war. Na, auf der anderen Seite hat der Vorbesitzer, der Autohändler, der gesagt hat, ich verkaufe für einen Freund, ne, wie das immer so ist. Ja, der hat auf der anderen Seite wohl einen neu gemacht. Das hier ist der alte. Ich habe natürlich einen Doppelpack bestellt. Auf der anderen Seite kommt natürlich auch nochmal genau der gleiche Artec Querlenker rein. Ne? Wie gesagt, einmal die Schraube, ne, den Bolzen und den Bolzen. Und halt wieder aus den Achsschenkel, ne, hier aus dem Ding wieder raus. Also die Mutter, die beiden Schrauben. Und dann kann man das Teil komplett austauschen. Ne? A few moments later. So, jetzt werde ich das hier, glaube ich, noch ein bisschen mehr putzen. Jetzt, wo Licht da ist, sieht das ein bisschen, ja, könnte noch ein bisschen besser werden. Ne? So, also wir haben einmal die lange, einmal die kurze. Die lange ist für so rein. Die muss schön mit Montagepastille, mit Keramik eingeschmiert werden. Die läuft ja ständig, da ist nicht ganz so wild. Ne? Das bleibt ja eher starr. Aber bei der, glaube ich, ist es wichtig, dass da Schmierkrams dran ist. Ja. Ja, ich wollte euch jetzt belügen und wollte sagen, ja, hier die neue Mutter, ne? Das ist auch sehr gut geworden. Hätte ich die nicht schnell bewegt, hättet ihr das gar nicht gemerkt, glaube ich. Aber ja, ich muss noch auf die Mutter warten. Ich hoffe, das ist die richtige, die ich gefunden habe. Ich baue das jetzt aber erstmal so ein. Newtonmeter bekommt das dann von mir nicht. Ihr wisst die Newtonmeter. Ich zeige euch jetzt nur, wie man das wieder einbaut und dann, ja, sei es drum, ne? Hier, ich habe auch die Schraube, die alte, ein bisschen hübsch gemacht, aber das fällt halt auch, das fällt auch auf hier, ne? Das sieht man ja. Die ist natürlich richtig wie neu hier. Sieht richtig gut aus. Ja, mal gucken, was ich da so kriege. Soll man halt immer ersetzen. Jetzt fürs Zusammenbauen ist natürlich jetzt nicht ganz so wichtig. Hauptsache das Video ist fertig, ne? Ganz kleines bisschen Montagepaste drauf. Kann nicht schaden, ne? Sag ich mal. 346 minutes later. Ja, das ist ja jetzt hier kein Tutorial, ne? Ja, jetzt habe ich endlich das Ding drin. Ich empfehle euch, baut alles aus. Ich habe es nachher am Ende, habe ich es hier mit dem Kuhfuß rein und dann reingehebelt, bis er dann endlich drin war. Auf der anderen Seite ging es, ne? Hier unten ging es auch. Nur diese Ecke war Mist, weil diese ganze Sache hier im Weg ist, um das gerade reinzuschieben. Ich denke mal, wenn das hier alles weg wäre, dann könnte man den ganz easy reinschieben. Aber das geht halt nicht, ne? So, deswegen baut alles auseinander, also Querlenker doch nicht so easy gemacht, ne? Ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, dass es bei anderen Autos, beim Skoda Fabia, und Skoda Fabia ist doch eigentlich ein Golf 4. Keine Ahnung, warum das hier nicht ging. Mein Akku ist leer, das war es jetzt auf jeden Fall. Der Sheet ist drin. Das Einzige, was jetzt noch ist, ich habe es jetzt einmal angehoben, ne? Damit das in Fahrzeugposition ist, um diese Schraube anzusetzen. Ja, und dann alles wieder rückwärts zusammenbauen. Drehmoment am Boden, wenn der Wagen am Boden steht. Oder halt komplett eingefedert ist, so wie hier, bis der Wagen sich aus dem Wagenheber hebt. So hier aus dem Bock hebt, ne? Und langsam geht er hoch. Und dann, ja, festschrauben. Am Boden ist am besten, würde ich sagen. Mit einer Grube ist sogar noch am allerbesten, würde ich sagen, ne? So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt immer dran, geht da gewissenhaft mit um, macht da keinen Mist, macht das genau so, dass ihr das am Boden festschraubt und nach dem Buch, dass ihr nach dem Buch schaut, welche Newtonmeter-Zahlen oder halt von meinem Video. Und ja, genau, sollte ja ist ja eigentlich eine einfache. Jetzt einfach wir raus hier einfach den Kopf aus. Aber so aussehen, wir haben jetzt einfach wir raus hier einfach den Kopf aus. Aber so, wir haben jetzt einfach wir raus hier einfach den Kopf aus. Also jetzt einfach wir raus hier einfach den Kopf aus. Arbeit, ich sag's euch aber, wenn das alt ist und das Traggelenk lange im Achsschenkel drin ist, dann habt ihr da ordentlich zu tun. Dazu gibt es auch so Abzieher. Spreizer gibt es auch, ne? Also wo man dann das Traggelenk vom Achsschenkel spreizen kann, also rausdrücken. Ne? Das ist genauso wie für die Spurstange. Ganz wichtiges Werkzeug, sollte man sich immer holen. Ich habe eins von China.
von China, von Amazon aus China, so ein Billigkram. Hat immer gut funktioniert, brauchten wir dieses Mal natürlich nicht, weil es ja schon einmal locker war. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert, abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.